Hallo zusammen, in diesem Video nehme ich dich mit auf eine Wanderung bei Schweinfurt. Ich bin am Schweinfurter Baggersee gestartet und es geht weiter zum Sauerstockteich. Und der Weg führt durch herrliche Natur zwischen unzähligen Seen vorbei und man ist ganz viel am Wasser. Am Ende der Tour, beziehungsweise bevor ich den Rückweg antrete, mache ich noch einen Stopp in Grafenrheinfeld. Und dann geht's auf einen anderen Weg zurück zum Schweinfurter Baggersee. Die Tour hat gesamt 12 Kilometer und ist super flach und traumhaft schön. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen vom Video. Der Schweinfurter Baggersee ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel bei Schweinfurt. Er wird gerne für Spaziergänge genutzt, zum Baden im Sommer oder ein Besuch vom Kletterwald, der auch wirklich toll ist. Da war ich schon ein paar Mal. Und ich kenne den See, weil ich früher eine Ausbildung in nahegelegenen Goxheim gemacht habe und dort am See gerne meine Mittagspause verbracht habe. Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen war, während ich hier meine Wanderung gemacht habe, der See ziemlich gut besucht und ich konnte nur eingeschränkt filmen, weshalb ich mich hauptsächlich auf den See und nicht auf die Wege konzentriert habe. Du kannst die Wanderung übrigens auch gut abkürzen, wenn du das möchtest. Auf der anderen Seeseite, zu der ich jetzt gerade laufe, gibt es einen Parkplatz und dort kannst du ebenfalls parken und dann die Wanderung starten. Nach dem Parkplatz musste ich dann noch die Straße überqueren und dann ging es ab in die herrliche Natur. Das Schöne an der Wanderung ist, dass man sich die meiste Zeit zwischen Seen befindet und es ist einfach traumhaft schön. Als ich das erste Mal diese Wanderung gemacht habe, haben die Buschwindröschen geblüht und der ganze Wald war voll mit diesen weißen Blüten. Diesmal war ich wohl zu früh dran, denn vereinzelt haben sie schon geblüht, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich es damals hatte. Da ich ja wieder für den Jakobsweg trainiere, habe ich heute einen 6 Kilo Rucksack dabei, um mich ein bisschen ans Gewicht zu gewöhnen. Aber hauptsächlich will ich dir die schöne Landschaft zeigen. Diese Info ist nur am Rande. Besonders schön war es am Sauerstücksee. Dort hat sich der Himmel so wunderbar im See gespiegelt und weiter ging es dann durch die Hirtenbachaue. Einfach eine traumhafte Wanderung durch herrliche Natur. Ein Stück des Weges darf nicht begangen werden, da der natürliche Lebensraum der Vögel geschützt werden soll, was auch richtig ist.
Und ich habe die Wanderung richtig genossen, auch wenn es sehr windig war. Dieser Abschnitt hier hat mir besonders gefallen. Auf der linken Seite der Hirtenbach und auf der rechten Seite der Sauerstücksee. Einfach traumhaft, die Natur hier. Der Weg nach Grafenrheinfeld-Rhein war dann weniger spannend, beziehungsweise musste ich über Feldwege noch ein ganzes Stück laufen und da habe ich dann nicht so viel gefilmt. Eigentlich wollte ich in Grafenrheinfeld auch ein bisschen mehr filmen, damit man auch dieses kleine Städtchen ein bisschen zu Gesicht bekommt, aber ich habe Leute zum Quatschen gefunden und habe dann nur eine kurze Aufnahme gemacht. Und dann ging es zurück zum Sauerstücksee. Am Sauerstücksee wartet dann noch ein besonderes Highlight auf mich, und zwar ein Vogelbeobachtungsturm. Und es gibt auch einige Hinweisschilder, die über die Seen und auch die zu beobachtenden Tiere aufklären. Sehr spannend auf jeden Fall das Ganze. Und die Aussicht vom Vogelbeobachtungsturm ist wirklich toll. Es ist ganz schön windig, deswegen habe ich mich ein bisschen eingepackt.
Hier sind sie, die Buschwindröschen, und ich habe die ganze Zeit auf sie gewartet. Schade, dass sie nicht überall blühen, dann wäre die Wanderung noch schöner gewesen. Stell dir diese Wanderung einmal vor, wenn überall so ein weißer Teppich aus Buschwindröschen ist. So, das war meine Wanderung durch das Seenparadies bei Schweinfurt. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, wenn du meine weiteren Wandervideos nicht verpassen willst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!